Neulich war ich bei der Chase Bank in den USA und habe dort sowohl persönliche als auch Geschäftskonten eröffnet. Wie es mir dabei ergangen ist und was auch du beachten musst, wenn du das Gleiche vorhast, davon will ich dir einmal in diesem Video mehr erzählen. Also, wenn du diesen Kanal öfter anschaust, dann weißt du ja wahrscheinlich, dass ich Deutschland schon vor vielen Jahren verlassen habe, nämlich vor 26 Jahren. Ich habe vor 26 Jahren auch die EU verlassen. 2008 bin ich dann in die USA umgezogen und seitdem helfen wir deutschsprachigen Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ebenfalls in die USA umzuziehen oder dort ein Unternehmen zu gründen. Wir unterstützen sie also bei Dingen wie zum Beispiel US-Visa, US-Firmen gründen, die steuerliche Betreuung ihrer Gesellschaften und natürlich auch Kontoeröffnungen. Unser Office ist in Austin, Texas. Dorthin lade ich auch regelmäßig deutsche Unternehmer, Freiberufler und Investoren ein, die sich dafür interessieren, in die USA auszuwandern, nach Texas auszuwandern. Dort veranstalten wir dann einwöchige Seminar- und Erlebnisreisen. Dann beschäftigen wir uns ja nicht nur mit Dingen wie amerikanischem Steuerrecht, Firmengründung, Einwanderungsrecht, sondern eben ich zeige dann der Gruppe auch Austin und Umgebung, inklusive natürlich Barbecue, Texas Country Musik und wir begeben uns auf die Suche nach deutschen Einwanderern nach Texas im 19. Jahrhundert, also die deutschen Wurzeln von Texas sozusagen ein bisschen zu erkunden. Und was natürlich eine Sache ist, die immer mehr Europäer, immer mehr Deutsche, Schweizer und Österreicher interessiert, ist der Aufbau einer eigenen finanziellen Identität in den USA. Dazu gehört natürlich dann auch amerikanische Bonität aufzubauen, einen amerikanischen Credit Score aufzubauen. Warum ist das interessant? Nun, die USA sind natürlich ein gigantisch großer Finanzdienstleistungsmarkt. Da gibt es viele Angebote, gibt es viele interessante Produkte, auch Finanzdienstleistungsprodukte, Anlageprodukte, die man so in Europa nicht kennt. Die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil nach OECD CRS. Das heißt, wenn ich mir Sorgen um die zunehmende Zugriffigkeit des Staates und der EU mache, zum Beispiel auch um das neue zentrale EU-Kontenregister, da kann das natürlich sehr interessant sein, dort in den USA dann entsprechende Konten zu haben. Steuerlich hat das dann zunächst mal keine Auswirkung. Ich muss das natürlich in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz in der Steuererklärung angeben und ganz normal versteuern, das ist ja völlig klar. Aber es gibt dann zumindest mal keinen automatischen Austausch. Auch wenn ich mir vielleicht überlege, einmal in die USA auszuwandern irgendwann, dann hat es natürlich extrem viel Sinn, schon im Vorfeld einen entsprechenden Credit Score aufzubauen, weil jeder, der in die USA umgezogen ist, der weiß ja, wenn ich dort keinen Credit Score habe, dann kriege ich eigentlich gar nichts. Weder ein Auto noch ein Handyvertrag, selbst eine Wohnung zu bekommen, ist deutlich schwieriger, wenn man keinen Credit Score hat. Das heißt also, das im Vorfeld aufzubauen, macht sicherlich Sinn. Und dann natürlich ist das Ganze auch interessant, wenn man jetzt an einen Plan B denkt. Wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich möchte nicht all mein Vermögen in Euro haben und in Schweizer Franken haben, also habe ich zum Beispiel auch in Amerika bestimmtes Vermögen angelegt. Vielleicht hat man sogar ein Unternehmen in den USA, was dann auch dort Umsätze generiert, also sozusagen ein zweites wirtschaftliches Standbein. Um all das machen zu können, ist natürlich dann wichtig, dass man eben amerikanische Konten, amerikanische Kreditkarten auch bekommt. Durch das Beantragen der Kreditkarten und deren verantwortungsvolle Nutzung baut sich dann eben relativ schnell ein positiver Credit Score in den USA auf, was dann wiederum dazu führt, dass man immer mehr Credit hat. Man bekommt einen immer höheren Verfügungsrahmen. Ein großer Vorteil solcher Karten übrigens, dass damit dann auch das sogenannte Travel Hacking natürlich sehr gut funktioniert. Du kannst also mit solchen Business-Kreditkarten dann deine ganz normalen Geschäftsausgaben tätigen. Nehmen wir mal an, du hast ein Business, wo du relativ viel Google Ads oder sowas platzierst oder auch Facebook Ads, dann kannst du diese ganzen Ausgaben über diese Karten laufen lassen. Damit sammelst du dann wiederum Punkte ein beziehungsweise Meilen und kannst dann sehr günstig entsprechend dann zum Beispiel Business Class oder First Class fliegen. Dadurch, dass du die Karten verwendest und pünktlich immer zurückbezahlst, wird dein Credit Score immer besser. Dadurch wird dein Verfügungsrahmen bei den Kreditkarten immer höher. Es ist also keine Seltenheit, dort Karten zu haben. Ich zum Beispiel habe eine Karte, eine Kreditkarte, die hat einen Verfügungsrahmen von über $120.000. Das ist eine Business-Kreditkarte. Ich kenne aber auch Mandanten, die haben zum Beispiel 175.000 oder sowas. Nicht, dass man diesen Verfügungsrahmen jetzt natürlich blind ausnutzt, aber eben, wenn man seine gesamten Geschäftsausgaben darüber laufen lässt, dann kann je nach Größe des Unternehmens natürlich schon was darüber kommen. Je mehr du ausgibst, desto mehr Punkte bekommst du, desto mehr Meilen sammelst du, desto mehr Flüge kannst du natürlich dann auch machen, einfach indem du, wie gesagt, deine Ausgaben über diese Karten tätigst. Chase ist meiner Meinung nach die beste Bank in den USA. Sie steht am gesündesten da. Meiner Meinung nach, aber das ist meine private Meinung, auch besser zum Beispiel als die Bank of America. Ich finde jetzt die Bank of America nicht wirklich schlecht, aber wenn man sich einmal die Bilanz anschaut, dann kann man zum Beispiel bei der Bank of America sehen, dass sie doch ziemlich ungünstig Staatsanleihen eingekauft hat
amerikanische Staatsanleihen, was relativ schnell zu einer Unterkapitalisierung führen kann der Bank, muss man ganz klar sagen. Dieses Risiko ist bei Bank of America gegeben, das ist bei Chase sicherlich nicht gegeben. Außerdem hat Chase die mit Abstand besten Business-Kreditkarten, die es gibt in den USA, meiner Meinung nach. Einer der Teilnehmer an diesem Seminar hatte sich also auf die Kontoeröffnung in den USA schon vorbereitet. Was er dafür gebraucht hat, das werde ich dir gleich erzählen. Und normalerweise gehe ich bei diesen Kontoeröffnungen eigentlich nicht mit, aber da derjenige jetzt nicht besonders gut Englisch sprach, habe ich gesagt, okay, gehe ich jetzt einfach mit in die Bank rein, machen wir das eben zusammen. Und zwar wollte er sowohl ein Konto eröffnen für seine US-LLC, die wir für ihn schon gegründet hatten vor einiger Zeit, als auch für sich persönlich ein Konto eröffnen. Er wollte nämlich dann Kreditkarten beantragen, sowohl für sich persönlich als auch für die Gesellschaft. Und wir haben dann einen Termin bei Chase gemacht. Was genau waren die Dinge, die derjenige mitbringen musste? Also es muss natürlich zunächst mal die LLC gegründet sein. Für diese LLC gab es dann eine Steuernummer. Das hat er natürlich alles schon gehabt. Das haben wir für ihn schon davor gemacht. Dann haben wir für ihn persönlich eine Steuernummer besorgt, eine sogenannte ITIN. Die ITIN ist extrem wichtig, weil der Credit Score basiert einfach auf der amerikanischen Social, auf der Sozialversicherungsnummer. Wenn du nicht in den USA wohnst, bekommst du keine Social, aber du bekommst eine ITIN, wenn du eine LLC hast. Und dann wird der Score im Grunde genommen mit dieser ITIN dann verknüpft. Ohne ITIN kannst du möglicherweise sogar auch ein Konto eröffnen. Dann wirst du aber deine deutsche Steuernummer angeben müssen. Dann findet der Informationsaustausch tatsächlich nach Deutschland statt. Du hast mich richtig verstanden. FATCA funktioniert dann auch nach Deutschland. Außerdem eben kannst du dann keinen Score aufbauen. Deswegen immer natürlich auf die persönliche amerikanische Steuernummer warten, bis du diese hast. Diese braucht eine Beantragung manchmal 2 bis 3 Monate. Aber die hat derjenige dann auch schon gehabt. Außerdem ist für den Score wichtig, dass du eine amerikanische Wohnadresse hast. Auch das wird über uns organisiert. Das muss eine richtige Wohnung sein. Du brauchst einen richtigen Adressnachweis, Strom, Gas, Wasser, Telefonrechnung. Das kann nicht irgendwie so eine Mailbox sein. Das merkt die Bank. Das sieht die Bank am Computer, dass eine Mailbox ist, oder auch eine Geschäftsadresse funktioniert hier nicht. Das muss eine richtige Wohnung sein. Mit dem bewaffnet sind wir dann also zur Bank gegangen. Jetzt irgendwelche Gründungsunterlagen der LLC haben wir gar nicht gebraucht. Die schauen das alles online nach. Das heißt also, er hat natürlich sein Ausweisdokument dabei gehabt. Wir haben die amerikanische Steuernummer gehabt, die ITIN. Wir haben die Steuernummer gehabt für das Unternehmen, die EIN. Er hat einen Adressnachweis dabei gehabt, plus eben seinen deutschen Pass. Wir haben dann bei der Chase im Vorfeld einen Termin gemacht, haben gesagt, wir möchten gerne ein Geschäftskonto eröffnen und ein persönliches Konto. Haben dann dort in der Filiale in Austin einen sehr netten Ansprechpartner gefunden, der dann im Grunde beide Konten aufgemacht hat. Er hat zuerst das Geschäftskonto aufgemacht und auf Basis des Geschäftskontos dann letztlich das persönliche Konto. Der ganze Termin hat schon so 1,5 Stunden ungefähr gedauert. Es ging jetzt gar nicht mehr darum, dass dort sehr viele Fragen eigentlich gefragt wurden, aber bis er das alles eingegeben hatte, bis er die Unterlagen kopiert hatte, bis das dann alles unterschriftsbereit war, ging es eben doch einige Zeit. Sehr interessant ist, dass die Compliance in den USA viel weniger restriktiv ist als zum Beispiel in Europa. Das heißt, die fragen dich da jetzt nicht, wo du steuerlich ansässig bist. Die fragen dich auch nicht nach deinem steuerlichen Wohnsitz. Die wollen einfach nur die US-Adresse wissen, was es mit dieser US-Adresse auf sich hat. Ob das deine Wohnadresse ist, ob das die Adresse deiner Oma ist oder sowas. Das wird nicht gefragt. Das musst du auch nicht unterschreiben. Du musst natürlich, wie gesagt, den Adressnachweis bringen, dass du dort erreichbar bist. Sie fragen dich eben auch nach deiner amerikanischen Steuernummer, aber ob du jetzt noch irgendwo anders steuerpflichtig bist oder so, danach fragen sie dich nicht. Das ist wichtig. Denn du willst ja nicht lügen gegenüber der Bank, ja. Das heißt, wenn die Bank dich jetzt fragen würde, wo bist du eigentlich steuerpflichtig, wo ist dein steuerlicher Wohnsitz, dann müsste möglicherweise, wenn du nicht in den USA wohnst, dann Deutschland oder sowas angeben oder es bewusst weglassen, was du ja nicht willst, weil, falls sie es doch rausbekommen, aus irgendeinem Grund schließen sie dann möglicherweise das Konto. Aber das wird eben alles nicht gefragt. Du gibst ihnen dort die amerikanische Adresse, du gibst ihnen die amerikanische Steuernummer, Adressnachweis, deinen Pass, Name der LLC, dann schauen die das alles an und eröffnen das Konto und machen eben anschließend dann das persönliche Konto. Man hat dann auch sofort letztlich Zugang zu der App. Der Ansprechpartner erklärt einem dann auch, wie das Ganze funktioniert. Eine Einzahlung musst du da gar nicht groß machen. Die haben schon so die Policy, dass du auf dem Konto so ein bisschen Geld stehen lassen musst. Und wenn ich bisschen meine, dann rede ich so ungefähr von $2.000. Wenn du das nicht hast, dann musst du eben eine Gebühr bezahlen monatlich von $15. Aber mit $2.000, wenn du die da stehen lässt, dann wird diese nicht fällig. Das heißt also, wir haben für diesen Teilnehmer an dem Seminar dann diese beiden Konten eröffnen können. Übrigens war die Adresse, die er genutzt hat, für die USA nicht in Texas oder in Austin, sondern die war in Miami. Das heißt also, du kannst das zum Beispiel bei Chase dann in den ganzen USA machen, egal wo jetzt diese Adresse ist. Du kannst überall zu Chase gehen und ein Konto eröffnen. Es ist auch egal, ob diese Firma jetzt in Texas registriert ist oder in einem anderen Bundesstaat. Also seine LLC war zum Beispiel jetzt in Wyoming registriert. Das ist überhaupt kein Problem für den Chase
Bankmitarbeiter. Wir haben dann im gleichen Termin auch gleich die Kreditkarte beantragt, und zwar sowohl für ihn privat als auch für die Firma. Das ist komplett normal, dass die dann einen kleinen Verfügungsrahmen haben. Es ist auch nicht hundertprozentig sicher, ob du diese Karten dann wirklich bekommst. Manchmal bekommt man sie auch nicht. Manchmal muss man eben erst noch ein bisschen mehr Credit aufbauen. Und ein bisschen mehr Credit baut man zum Beispiel auf, indem man eine sogenannte Secured Card holt. Das ist eine Karte, wo du eine Kaution hinterlegst. Und dann kannst du diese Karte verwenden letztlich, um dann einen Credit Score aufzubauen. Die Kaution ist zum Beispiel $500. Und dann hast du halt einen Verfügungsrahmen von $500. Ein anderer Weg, den Credit Score schneller aufzubauen, ist der sogenannte Global Transfer. Das heißt, wenn du also eine American Express Karte zum Beispiel in Deutschland hast, dann kannst du über American Express diese in die USA transferieren lassen, wobei es eigentlich gar kein Transfer ist, sondern es ist im Grunde genommen so, dass du dann eine neue Amex in Amerika bekommst. Die Amex in Deutschland behältst du aber trotzdem. Und damit hast du dann sofort in Amerika eigentlich auch einen positiven Score. Also, wenn du jetzt sofort das Chase-Konto eröffnest und dann die Chase-Kreditkarten beantragst, dann kann es sogar sein, dass du diese Karten zunächst nicht bekommst, dass sie abgelehnt werden. Dann musst du es einfach ein bisschen später nochmal probieren. Aber dennoch, wir haben es probiert und es hat dann bei ihm auch geklappt. Alles in allem also eine sehr zufriedenstellende Erfahrung, muss man sagen. Es ist nicht schief gegangen. Es war natürlich auch gut vorbereitet. Ja, die Vorbereitung, hast du ja gehört, die braucht schon eine gewisse Zeit. Und da muss man schon wissen, was man tut. Derjenige, für den wir das Konto eröffnet haben, er muss jetzt natürlich dann anfangen, diese Karten zu nutzen, die er dort hat. Und so langsam, nach und nach, wird sich dann der Credit Score immer weiter verbessern. Das heißt, da muss ich schon davon ausgehen, dass es ungefähr ein halbes Jahr dauert, bis das dann tatsächlich Wirkung zeigt. Das heißt, bis er dann wirklich hier einen positiven Score hat, wo man dann auch wirklich anfangen kann, nach und nach die Limits immer weiter zu erhöhen und dann natürlich auch weitere Kreditkarten in den USA beantragen kann. Wichtig zu verstehen ist auch, dass sowohl die Firma als auch natürlich die natürliche Person einen eigenständigen Score hat. Die Karten, die wir jetzt bei Chase beantragt haben, das waren jetzt nicht die Top-Karten von Chase. Die Top-Kreditkarte, die Premium-Kreditkarte von Chase, heißt für natürliche Personen Chase Sapphire Reserve. Für juristische Personen, also für Unternehmen, heißt sie Chase Inc. Business Preferred Credit Card. Also diese Karten haben wir jetzt noch nicht bekommen. Diese Karten bekommt man nur, wenn man einen guten Score bekommt. Derjenige hat ja noch gar keinen Score, für den wir das da beantragt haben. Das heißt, er hat jetzt einer der weniger guten Kreditkarten von Chase bekommen, aber braucht die einfach jetzt auch erstmal, um den Score so nach und nach aufzubauen. Also, Mission accomplished, kann man sagen. Er war sehr happy darüber. Er kann jetzt weitermachen, er kann jetzt weiter seinen Credit Score aufbauen, er kann weiter seine Bonität in den USA etablieren. Wenn man das, wie gesagt, dann aufgebaut hat, funktioniert das hervorragend. Wir hatten ja erst vor einem Monat unser Seminar zum Beispiel in den Philippinen. Ein Flug in die Philippinen, Business Class von Europa, kostet locker 5.000 Euro. Einige der Teilnehmer machen dieses Travel Hacking schon mit genau der Methode, die ich jetzt hier beschrieben habe, über diese amerikanischen Kreditkarten. Die haben dann für diese sehr teuren Flüge vielleicht noch 500 Euro ungefähr bezahlt. Das macht natürlich schon einen riesen Unterschied. Und wie gesagt, das einfach nur dadurch, dass sie ihre ganz normalen Business-Ausgaben, die sie sowieso haben, über die Karte laufen lassen, dadurch dann Punkte sammeln bzw. Meilen sammeln, die sie eben zum Buchen von solchen Flügen verwenden können. Also eine positive Erfahrung. Ich war jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie dieser Termin laufen wird. Wir haben natürlich schon viele Konten in den USA eröffnet, aber das letzte Mal, dass ich jetzt bei einer amerikanischen Bank war und ein Konto eröffnet habe, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und ich habe mich ehrlich gesagt im Vorfeld gefragt, was wir dort zu erwarten haben. Man hört ja immer alle möglichen Horrorgeschichten, dass immer alles schwieriger wird und dass heute Ausländer vielleicht gar keine Konten mehr eröffnen können und dieses und jenes. Aber nein, es war absolut straightforward. Es war natürlich gut vorbereitet. Wir hatten alle Unterlagen dabei. Das heißt, definitiv eine positive Erfahrung. Wenn auch du dich für dieses Thema interessierst, Bonitätsaufbau in den USA, wie gesagt, die Grundlage dafür ist eine amerikanische LLC. Das heißt, das ist das Erste, was du brauchst, beziehungsweise wenn du eine Social hast oder eine ITIN sowieso hast, dann musst du natürlich nicht erst noch eine LLC gründen. Die LLC hilft dir natürlich, weil wie gesagt, du kannst in der LLC separat zu dir selbst dann auch nochmal Bonität und Credit aufbauen und üblicherweise sind die Kreditlinien, die du als Unternehmen bekommst, höher als die du privat bekommst. Aber zunächst mal ist die LLC vor allen Dingen wichtig, weil du ohne LLC keine ITIN bekommst. Außer du hast jetzt zum Beispiel eine Ferienimmobilie in den USA, dann bekommst du natürlich auch so eine ITIN. Also jeder, der eine amerikanische Steuererklärung einreichen muss, hat auch eine ITIN als Ausländer beziehungsweise eben eine Social. Ansonsten ist die LLC-Gründung der erste Schritt. Wir gründen schon seit langem LLCs für Mandanten. Wir haben dort rundum Sorglos-Pakete, wie man so schön sagt, wo alles drin ist. Nicht nur die Gründung, sondern auch steuerliche Registrierung, alle Einreichungen, die dort unterher gemacht werden müssen, die Beantragung der Firmensteuernummer, die Beantragung auch deiner persönlichen Steuernummer, ebenso auch eine echte Wohnadresse für dich in den USA. Alles ist in diesem Paket enthalten. Wenn dich das interessiert, packe ich mal den Link dazu in die Beschreibung
Beschreibung dieses Videos. Auch ansonsten, wenn du dich mit dem Thema USA beschäftigst, wenn du dorthin vielleicht auswandern möchtest und dich fragst, wie man am besten eine Green Card oder ein Visum bekommt, dann buche gerne ein Beratungsgespräch mit uns. Auch dazu alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert und seit diesem Zeitpunkt helfen wir eben auch deutschsprachigen Mandanten, das Gleiche zu tun oder eben ein Business und eine finanzielle Identität in den USA zu etablieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.